Die meisten Schäden an Ledersitzen sind selbst verursacht. Wie du diese Schäden vermeidest und dein Leder richtig pflegst, erklären wir dir in diesem Video. Leder, was im Fahrzeug verbaut ist, ist an sich ein robustes Material, was eigentlich auch leicht zu pflegen ist, wenn man ein paar Dinge beachtet. Auf der anderen Seite, wenn man es schlecht oder gar nicht pflegt, kann es auch massiv beschädigt werden. Zunächst mal wollen wir uns überlegen, was ist Leder eigentlich, wie ist es aufgebaut und warum wird es denn durch falsche oder gar keine Pflege beschädigt. Und im nächsten Schritt zeige ich euch, wie ihr einfach in wenigen Schritten euer Leder reinigen, pflegen könnt und somit Schäden in der Zukunft vermeiden. Wenn wir jetzt von Echtleder ausgehen, haben wir im Ursprungszustand die Lederhaut, die dann gegerbt und durchgefärbt wird. Obendrauf kommt noch mal ein Decklack, das ist der am Ende die Farbe gibt, und ganz obendrauf ein Klarlack, im Lederbereich Topcoat genannt. Das Leder ist, auch wenn es pigmentiert ist, so nennen wir es, wenn es komplett gefärbt ist, noch zu wenigen Prozent atmungsaktiv. Also es können Feuchtigkeit eindringen und quasi auch wieder rausdringen. Das heißt, wir haben zwar eine geschlossene Oberfläche, das erkennen wir am sogenannten Wassertropfentest, dazu komme ich gleich noch, aber es werden dennoch Substanzen eindringen, die dort aufgetragen werden. Und deswegen ist auch die richtige Pflege so wichtig. Aber schon vorweg, wenn Leder gar nicht gereinigt und gepflegt wird, ist das große Problem, dass der Schweiß und der Schmutz, den wir so an Hose oder an den Klamotten und an unseren Händen haben, im Falle des Lenkrads, das Leder im pH-Wert verändert. Leder hat einen pH-Wert von 5 bis 6, irgendwas dazwischen. Und Schweiß ist in Verbindung mit Feuchtigkeit alkalisch, also genau im gegenteiligen Bereich. Mit der Zeit, wenn wir das Leder nicht regelmäßig reinigen und vor allen Dingen nachpflegen und diesen pH-Wert wieder in den kontrollierten Bereich bringen, zersetzt sich das Leder, die Farbe wird abgelöst, der Topcoat wird beschädigt und die sogenannte Zurichtung, was der gesamte Aufbau auf dem Leder selber ist, kann dadurch kaputt gehen und das Leder wird eben so beschädigt, dass wir es danach reparieren müssen oder sogar austauschen, wenn wir da nicht rechtzeitig dran sind. Deswegen ist es wichtig, regelmäßig das Leder zu reinigen und auch zu pflegen. Dafür gibt es einen milden Lederreiniger, der vom pH-Wert angepasst auf die Oberfläche ist, sodass man mit dieser Unterhaltsreinigung, mit so einem milden Lederreiniger und einem Schaumstoffschwämmchen keinerlei Beschädigung, keinerlei, sage ich mal, Aggressivität gegenüber dem Leder braucht, um es unterhaltsmäßig zu reinigen und zu pflegen. Das ist immer das A und O. Ich vergleiche es immer mit dem Besuch beim Zahnarzt. Wenn man initial, und das werden wir euch gleich zeigen, eine größere Aufbereitung, also eine Reinigung macht, dann ist es so wie das Loch füllen oder bohren und füllen beim Zahnarzt. Danach aber, wenn ich mir nicht die Zähne putze, werden meine Zähne wieder verfaulen und irgendwann kann ich sie nicht mehr retten. So ähnlich ist es beim Leder. Also am Ende ist der größte Teil der Verantwortung bei dem Nutzer, bei dem Besitzer des Autos. Ich sage immer, spätestens alle 5000 Kilometer mindestens zweimal im Jahr das Leder mild zu reinigen und entsprechend zu pflegen. Die Arbeitsschritte sind vom Ablauf die gleichen, wie ich sie jetzt hier zeige, mit dem Unterschied, dass wir einen milden Lederreiniger nehmen und ein Schwämmchen, weil das eben komplett ausreicht. Ansonsten ist das Vorgehen, die Dinge, worauf wir achten und auch die Pflege am Ende genau die gleiche. Deswegen, wer nochmal den Unterschied sehen will zwischen dem milden und dem starken Lederreiniger in der Performance, verlinken wir euch nochmal ein Video, wo wir genau das gezeigt haben. Jetzt geht es gleich los mit den einzelnen Arbeitsschritten von der Reinigung eines Echtledersitzes. Keine Sorge, bei Kunstleder oder wenn ihr es nicht genau wisst, könnt ihr genauso vorgehen, das schadet dem Leder nicht. Lieber einmal falsch annehmen, dass es Echtleder ist, als es wie Kunstleder zu behandeln. Einfach genau die gleichen Schritte vornehmen, auch wenn Kunstleder an sich nicht die gleiche Pflege braucht, schadet es auf jeden Fall nicht. Wenn ihr wisst, dass ihr Kunstleder habt, könnt ihr ein Kunstleder-Pflegeset bestellen, dann habt ihr explizite Produkte für Kunstleder. Okay, im ersten Schritt entfernen wir die losen Partikel vom Sitz, das ist ganz wichtig, weil wenn wir gleich zur Reinigung kommen und die über den Sitz reiben, dann beschädigen wir auch die Lederoberfläche bzw. den Topcoat. Beim Saugen ist darauf zu achten, dass vorne der Sauger entgratet wird, dass ich hier keine scharfe Kunststoffkante habe, die Kratzer macht. Alternativ kann man auch mit einem Pinsel oder mit einer Bürste die Ritzen und Kanten einmal ausfegen und danach vom Boden saugen. Wir nehmen jetzt hier einfach den Sauger und saugen einmal los. Der nächste Schritt ist der sogenannte Wassertropfentest. Dadurch finden wir heraus, ob wir ein regulär pigmentiertes Glattleder haben, was ich würde sagen, im Autobereich in 90% der Fälle so ist. Wenn wir ein Semi-Anilin oder ein Anilinleder haben, erkennen wir das daran, dass wenn ich einen Wassertropfen mir auf den Finger mache und den einreibe, dass der einzieht. Hier in dem Fall kann ich euch auch mal zeigen, wenn ich hier einen Wassertropfen nehme und den Tropfen hier versuche einzureiben, sehe ich, dass er auf der Oberfläche bleibt. Das heißt, ich habe einen
lackiertes, pigmentiertes Glattleder und kann eine ganz normale Reinigung machen. Im Vergleich dazu, so wird ein Leder am Auto nie aussehen. Das ist jetzt ein komplettes Anilinleder, also ein unbehandeltes Leder. Es gibt aber auch eine Mischform, die sind dann leicht pigmentiert und auch wasserdurchlässig. Sowas gab es tatsächlich in einigen Fahrzeugmodellen. Deswegen sollte man das vorsichtshalber testen. Und hier sieht man sofort, der Wassertropfen zieht ein, das heißt, ich habe keine abschließende Schicht und dieses Leder kann ich nicht wässrig, also nicht mit einem wasserbasierten Reiniger reinigen. Dieses Leder kann auf keinen Fall auch nur annähernd so gereinigt werden, wie wir es jetzt zeigen. Also wenn ihr so ein Leder habt, ein Sonderfall, wendet euch an uns oder das Lederzentrum und fragt nach. Ist wie gesagt ganz selten im Automobilbereich, aber zu Hause, falls ihr da auch eine Ledercouch habt, kann das durchaus mal passieren. Da wirklich große Achtung, weil diese Wasserflecken kriegt man nicht mehr weg. Wir starten jetzt hier mit der Reinigung, neben Lederreiniger stark, weil wir haben hier eine komplette Lederreinigung. In der Aufbereitung werden wir in vielen Fällen einen starken Lederreiniger nehmen. Wie gesagt, zur Unterhaltsreinigung bitte immer Lederreiniger mild und ein Schwämmchen verwenden. Der Lederreiniger stark wird im Idealfall mit einer Lederreinigungsbürste oder so einem Interior Scrub Pad verarbeitet. Beide Reinigungsmedien sind auf Leder im Labor getestet und verursachen keine Schäden am Topcoat und am Leder. Deswegen jegliche Diskussion können wir an dieser Stelle abbrechen. Haben wir überprüfen lassen und auch das Interior Scrub Pad wurde vom Lederlabor überprüft, ist nicht abrasiv zur Oberfläche, deswegen können wir es verwenden. Zum Thema Mikrofaser und Baumwolle komme ich später nochmal, das kommt dann nämlich gleich. Wir starten jetzt mit der Reinigung. Ich nehme jetzt das Scrub Pad, einfach weil es für mich handlicher ist. Ich komme besser so in Falten hier rein und in Kanten, wenn ich mir die hier hinten mal wegziehen möchte und da drin reinige und es spritzt weniger, die Bürste funktioniert aber auch gut. Wenn ihr wirklich mal ein Leder habt, was eine extreme Narbung hat, haben wir jetzt hier nicht, aber wenn ihr wirklich eine starke Oberfläche habt, ist die Bürste noch mal ein bisschen effektiver, weil man mit den Borsten leichter in die Kanten reinkommt. In dem Fall bitte die Lederreinigung vor der Reinigung des Cockpits ausführen, weil dabei wird es definitiv spritzen. Ansonsten ist das Verfahren das gleiche. Achtet bitte bei perforierten Sitzen darauf, generell. Wir reinigen Leder nicht zu nass. Deswegen arbeiten wir auch mit einem Schaum, weil wir nicht zu viel Feuchtigkeit in die Oberfläche einbringen wollen, weil auch die Feuchtigkeit das Leder aufquellen lässt und das Leder beschädigt. Gerade bei diesen Perforationen, da müsst ihr euch vorstellen, die sind quasi wie gelocht und in der Lochung ist keine Farbe. Das heißt, da haben wir naturbelassenes Leder und da kann natürlich Feuchtigkeit eindringen. Deswegen nicht den ganzen Sitz nass machen, nicht zu nass, niemals den Reiniger direkt auf die Oberfläche, sondern immer auf euer Reinigungsmedium. Nicht zu viel verwenden und Schnittteil für Schnittteil reinigen, abwischen und dann erst weiter, damit gar nicht die Gefahr des Aufquellens beim Leder besteht. So, beim Reinigen brauchen wir keinen großen Druck, einfach so, sage ich mal, aufdrücken, dass es vernünftig arbeitet. Wie gesagt, immer darauf achten, dass ihr nicht zu nass reinigt. Zwischendurch, wenn ihr merkt, okay, der Schaum ist weg, noch mal ein bisschen was nachlegen und nicht zu große Bereiche auf einmal reinigen, weil wir eben nicht wollen, dass Feuchtigkeit in das Leder eindringt. Wir werden auch niemals hier mit einem nassen Tuch arbeiten, weil wie gesagt, das fürs Leder langfristig wirklich schädlich ist. Ihr werdet es im ersten Moment nicht sehen, aber gerade mit der Zeit wird es fürs Leder nicht so gut ausgehen. So, wir sehen jetzt schön, wie sich der ganze Dreck hier in unserem Scrub Pad gesammelt hat und wischen aber auch sofort mit einem trockenen, hochwertigen, das ist das wichtige Stichwort, hochwertigen Mikrofasertuch nach. Nächster Schaden, der geschehen kann, kurzflorige Billigtücher, die sind sehr abrasiv zur Oberfläche, können die Oberfläche auch beschädigen, den Topcoat, also den Klarlack des Leders kaputt machen. Aber wer mit so hochwertigen Tüchern, mit dem ihr auch an Lack gehen würdet, aufs Leder geht, hat gar kein Problem damit. Wenn ihr unsicher seid, könnt ihr Baumwolle nehmen. Baumwolle ist eine nicht abrasive Faser, die aber deutlich weniger aufnimmt. Aber es geht auch, wie gesagt, mit hochwertigen Mikrofasertüchern macht ihr nichts falsch. Und man sieht jetzt hier schon sofort, dass das Leder schön matt wird, denn bei neueren Fahrzeugen ist Leder immer matt. Und wenn es speckig glänzend ist, wie hier auf der Sitzfläche, dann wissen wir, okay, da ist Verschmutzung drauf, die müssen wir entfernen. Wenn Leder glänzend wird, ist es dreckig, egal ob es schwarz ist oder helles Leder ist. Gerade bei schwarzem Leder ist der eigentlich der einzige Indikator, ob das Leder dreckig ist, wenn es nämlich anfängt zu glänzen. So gehen wir jetzt einmal über die komplette Sitzfläche, über den kompletten Sitz, zeigen euch dann mal einen Vergleich 50-50 zur gereinigten und ungereinigten Fläche und dann kommen wir noch zur Pflege. So, ich zeige euch die Reinigung jetzt auch mal mit der Bürste. Das ist im Prinzip das gleiche Verfahren. Wir setzen die Bürste so auf, da brauchen wir natürlich am Anfang ein bisschen mehr Schaum, später ein bisschen weniger, dass die Borsten
gleichmäßig auflegen. Ich drücke nicht wie ein Irrer, aber auch nicht nur ganz leicht. Wir brauchen ein bisschen Mechanik. Und beim Leder gilt im Gegensatz zum Lack lieber ein bisschen mehr Mechanik als zu viel Chemie. Also wir wollen jetzt hier nicht mit einem scharfen Reiniger ran, denn das ist der nächste große Fehler, mit dem falschen und scharfen Reiniger ranzugehen. Eine Sattelseife funktioniert mit Sicherheit super für die Lederreinigung, ist aber ein sehr stark alkalischer Reiniger. Wir wollen auch bei der intensiven Lederreinigung so im Bereich 8, wenn es sein muss, mal 9, aber am liebsten um die 8 kommen, weil auch hier ein alkalischer pH-Wert kann den pH-Wert des Leders beeinflussen und mit der Zeit das Leder auch zerstören. Es kann sogar zur Schimmelbildung neigen, wobei bevor das passiert, ist meistens der Topcoat schon kaputt. Das heißt, das ist jetzt ein unwichtigeres Problem, aber generell die intensive Reinigung wird am besten gar nicht nötig, wenn es geht. Wie gesagt, für Aufbereitungskunden oder für eine Initialreinigung brauchen wir es einfach, um einmal das Leder wirklich wieder in seinen Ursprungszustand zu versetzen und dann vernünftig zu pflegen. Aber Unterhaltsreinigung ist hier wirklich das A und O. Und deswegen bitte keine vermeintlichen Haushaltstricks bei Leder verwenden. Und auch in der Pflege gibt es so ein paar Tipps und Tricks, die man lieber nicht machen sollte. Dazu kommen wir aber später. Wir reinigen jetzt hier noch das letzte Teil fertig. Dann kommen wir zur Pflege, denn da gibt es gerade bei einer intensiven Reinigung noch einen guten Trick, wie ihr das Leder jetzt wieder von diesem zu hohen pH-Wert befreien könnt. Ich mache das Stück noch fertig, dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn ihr wirklich mal eine intensive Lederreinigung machen musstet, weil das Leder einfach nicht mehr in einem guten Zustand war, dann gibt es einen Trick. Und zwar mischt euch einfach Essig, also Tafelessig 1:1 mit Wasser und nehmt euch nach der Reinigung, nachdem ihr den Reiniger auch schon vom Leder gewischt habt, auch wieder ein Mikrofasertuch, verteilt das Essigwasser ein bisschen da drauf und wischt damit einmal das Leder ab. Dadurch könnt ihr den pH-Wert wieder runterbringen, also in den sauren Bereich. Es gibt sogar Extremfälle, wo wir mit Essig pur drüber wischen. Das ist aber ein Fall für die Aufbereitung und jetzt nicht so für jedermann geeignet. Da sollte man sich auch ein bisschen mit Lederaufbereitung auskennen. Aber gerade hier die Variante Tafelessig 1:1 mit Wasser gemischt sorgt dafür, dass ihr wieder den pH-Wert in der Oberfläche senkt, bevor der Restreiniger, der ja noch auf der Oberfläche sitzt, wir haben es ja nicht entfettet, auch dazu gleich nochmal mehr. Den wollen wir erstmal wieder runter haben und auf der Oberfläche den pH-Wert senken, bevor der Reiniger durch die Farbschicht, weil sie ist leicht durchlässig, ins Leder kommt. Deswegen ist es hier wirklich ein guter Trick, wenn es mal nötig ist, das Leder wieder zu neutralisieren. Also wenn wir mal Lösungsmittel auf Leder nehmen wollen, weil es irgendwie nach der Reinigung, weil wir sehr viel Reiniger nutzen mussten und es sehr speckig ist, könnt ihr Lederreinigungsbenzin nehmen. Danach bitte unbedingt wieder pflegen. Das Lederreinigungsbenzin schadet jetzt dem Topcoat nicht. Aber es trocknet natürlich die Oberfläche aus. Bitte kein Isopropanol oder andere Lösungsmittel nehmen, da wischt ihr einmal drüber, dann habt ihr Farbe im Lappen und dann müsst ihr definitiv nachlackieren. Wie gesagt, wenn man sehr intensiv reinigen musste, sehr viel Schmutz auf dem Leder war, macht es Sinn, bevor man jetzt mit einem nassen Lappen das ganze Leder abwischt, dass man einmal mit Lederreinigungsbenzin im Tuch drüber wischt. Dann nimmt man nämlich den Reinigerschmutz, das Reiniger-Schmutzgemisch, was so ein bisschen an der Oberfläche klebt, weg. Aber danach bitte unbedingt pflegen. Jetzt sieht man hier auch schön, wie schön matt das Leder wird. Der Reiniger ist sehr seifig und auch rückfallend, deswegen hinterlässt er auf der Oberfläche aufgrund seiner Formulierung auch so einen leicht speckigen Glanz, sage ich mal. Den kann man, wie gesagt, wenn man eine intensive Reinigung macht, mit Lederreinigungsbenzin wieder runterwischen, bitte nach dem Essig, wenn es nötig ist, und dann aber unbedingt pflegen. Das Leder ist jetzt gereinigt. Wir ziehen jetzt mal den Kleber ab und zeigen euch mal das Ergebnis der Reinigung und dann kommen wir zum wichtigen Part der Pflege. Prinzipiell ist das Leder jetzt vorbereitet für die Pflege, aber wir können ja nicht hier nur so einen halb gemachten Sitz pflegen, macht ja keinen Sinn. Das heißt, wir machen jetzt nochmal Heinzelmännchen-Action. Beide Vordersitze pflegen beide zusammen und sehen uns dann für die Pflege wieder. Jetzt kommen wir endlich zur Pflege. Wie gesagt, nicht dem
aufwendigsten Schritt, aber dem wichtigsten Schritt, denn ohne die Pflege wird das Leder ganz schnell wieder anschmutzen und mit der Zeit dann auch kaputt gehen. Das heißt, wir nehmen jetzt hier für das Fahrzeug einen Lederprotektor. Das ist wie eine Pflegemilch, was auch das Leder wieder ein bisschen nährt, ein bisschen Feuchtigkeit spendet, also dass das Leder auch länger erhalten bleibt. Bei Fahrzeugen, die jünger als 3 Jahre alt sind, können wir direkt die Versiegelung anwenden. Die Versiegelung ist im Endeffekt, wie der Name schon sagt, eine Versiegelung, die Schutz bietet gegen schnelles Wiederanschmutzen, aber keine Pflege an sich. Das heißt, wer beides braucht, wie bei dem Auto zum Beispiel, erst den Protektor, 24 Stunden warten, damit das Leder sich den Protektor ziehen kann und es wirklich aufnehmen kann und dann mit der Versiegelung hinterher, um eben den Schutz gegen Wiederanschmutzung zu gewährleisten. Das wird einfach mit so einem Schwämmchen aufgetragen, geht wirklich super einfach, relativ schnell, dünn und gleichmäßig ist immer wichtig. Wenn ihr wirklich mal zu viel habt, seht ihr nach dem Trocknen so einen leichten Schleier auf der Oberfläche. Das ist kein Problem, einfach mit einem feuchten Mikrofasertuch, also wirklich ein Tuch anfeuchten, nochmal drüber, dann ist der Überschuss weg, macht gar nichts und tut dem Leder nichts. Vorher die Flasche immer gut schütteln, dann so ein bisschen was hier auftragen, gerne ein bisschen im Schwämmchen verteilen, dass es gleichmäßig an der Oberfläche ist. Und dann in Kreisen oder in geraden Bahnen, so wie ihr Lust habt, verteilen. Ihr könnt es so lange verwenden, wie es einen feuchten Film auf der Oberfläche hinterlässt. Wie gesagt, das ist auch wirklich schön, wenn man auch wieder hier schnittteilweise arbeitet, ein ganzes Schnittteil macht und dann nochmal überall rüber geht es verteilt. Das ist eigentlich schön gleichmäßig, trocknet dann auch matt ab und pflegt halt wirklich das Leder. Und das war es dann auch schon. So gehen wir einmal über den kompletten Sitz. Man kann ja auch ein größeres Schwämmchen nehmen, wenn man wirklich so eine ganze Sitzfläche macht. Ich mache das immer so, dass ich es mir bei größeren Schnittteilen einmal grob verteile und dann gehe ich halt nochmal gleichmäßig drüber. Ich mache das bei größeren Schnittteilen immer so, dass ich es einmal ganz grob verteile und dann gehe ich nochmal in kleineren Bewegungen gleichmäßig über das ganze Schnittteil. Ja, und das war es dann auch schon. Wir pflegen den Sitz jetzt nochmal fertig ein, alle beide, und dann sehen wir uns nochmal zum Outro. Ihr wisst jetzt, was ihr vermeiden müsst, damit euer Leder nicht zerstört wird und wie ihr Leder am besten reinigt, damit es lange erhalten bleibt und trotzdem immer wieder sauber wird. Bitte seht von natürlichen Pflegeprodukten wie Bienenwachs und solchen Produkten ab. Fette, die natürlichem Ursprung sind, können ranzig werden und machen die Oberfläche glänzend. Deswegen bitte spezielle Autolederpflegeprodukte nehmen. Auch Schuhcreme und Schuhpflege hat nichts auf Autoleder zu suchen. Es ist ein anderer Einsatzzweck. Deswegen bitte entsprechende Produkte verwenden. Wer mir nicht glaubt, kann das gerne machen, kann auch Nivea aufs Leder schmieren, wird daher sehen, was er davon hat. Wie gesagt, Empfehlung ist wirklich explizite Produkte zu verwenden, um das Leder lange zu erhalten. Bei Fragen schreibt uns gerne bei Instagram oder per E-Mail oder auch hier in die Kommentare. Checkt alle Produkte, die wir verwendet haben, unten in der Videobeschreibung. Dann seht ihr, welches Produkt wir in welchem Schritt verwendet haben. Könnt ihr gleich nachbestellen und am besten gleich nachmachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert den Kanal und drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Bis dann, haut rein.